Unser Stereo 120 ist mit das vielfältigste Modell in der ganzen Palette und für das kommende Modelljahr haben wir sogar noch zusätzliche Optionen mit ins Portfolio genommen. Es wird zusätzliche Rahmengrößen geben, auch in Size Split mit 27,5 Zoll. Es wird mehr Farboptionen geben. Wir starten hier in Aluminium mit dem Modell Pro. Wie alle Bikes dieser Baureihe ist es ein 1x12 Antrieb, in dem Falle SRAM NX Eagle. An der Front schon RockShox Judy. Für die Heckfederung zeichnet hier der Manitou Radium Expert Dämpfer verantwortlich. Das Ganze natürlich auch in Zugstufe einstellbar und mit Blockiermöglichkeit. Verzögert wird hier mit einer Magura Bremsanlage. Beim Modell Race, was es auch in einer wirklich eleganten, schwarz eloxierten zweiten Farboption gibt, haben wir dann RockShox nicht nur an der Front mit der Riken-Gabel, sondern auch am Heck mit dem Deluxe Select Plus Dämpfer. In dem Falle der Antrieb von Shimano mit dem ja fast schon legendären Shimano XT Schaltwerk, auch 1x12. Auch die Bremsanlage hier von Shimano. Wenn wir dann in den HPC-Bereich schauen, also wir haben 29 Zoll und wir haben Carbon-Hauptrahmen, Carbon-Umlenkhebel, kommt ein zusätzliches Modell in die Palette. Eigentlich zwei Modelle, weil wir haben noch eine Farboption HPC EX. Innerhalb der Baureihe ist es wahrscheinlich das progressivste und frechste Modell, was ganz spezifisch eben für diesen Trailbike-Einsatz konzipiert wurde. Und da helfen uns zwei Bauteile, die auch komplett neu sind für 2022 von Fox. Nämlich an der Front die bekannte 34er Gabel, jetzt mit komplett neuem Chassis und in dem Setup mit Fit Grip 2 Kartusche. Kartuschendämpfungstechnologie, die bislang nur in der 36er und 38er Baureihe vorhanden war. Wirklich mit vierfach einstellbar, Low Speed, High Speed, Rebound und Compression. Und am Heck auch ein ganz neuer Dämpfer, der für diese Kategorie Trailbikes maßgeschneidert ist, der neue Float X. Also immer noch ein leichter Dämpfer, der aber schon die Vorteile eines Ausgleichsbehältersystems bietet. Und um den Dreierbund hier komplett zu machen, auch die Transfer absinkbare Sattelstütze von Fox. Alles drei aus der Factory-Baureihe, immer ganz markant erkennbar an diesem Goldton, dieser Kashima-Beschichtung. Den Eingang in die HPC-Rahmenwelt bietet unterhalb von den zwei EX-Modellen ein alter Bekannter, und zwar das TM. Es hat zahlreiche Testsiege, Kauftipps eingefahren, deshalb von der Ausstattung wenig Veränderung. Es kommt in der neuen Optik, die auch allen TM-Modellen in den verschiedenen Baureihen gleich ist, nämlich dieses markante Olive Grey, zieht sich über verschiedenste Federwege und auch Hybrid und die konventionellen Bikes. TM immer bei Cube leicht erkennbar an diesem neuen Farbschema. Hier die Bauteile wirklich fast gleich zum Vorjahr, super erfolgreiches Paket. Wir bremsen hier mit Shimano XT, 4 Kolben an der Front, 2 Kolben am Heck. Antrieb hier auch SRAM Eagle, schon in der Version, wo wir wirklich bis 52 Zähne an der Kassette gehen, also volle 520% Übersetzungsbandbreite zwischen den 12 Gängen, die zur Verfügung stehen. Hier auch ein bisschen eine neue Reifenkombi. Wir haben sehr viel Maxxis in dieser Baureihe, je nach Einsatzzweck fein getuned in dieser Auswahl der verschiedenen Modelle. Hier haben wir den Ardent und beim SLT-Modell, wo noch ein bisschen mehr Leichtbau und Speed im Vordergrund stehen, verwenden wir hier die Kombination Riken Race am Heck, Riken an der Front, also hinten noch ein bisschen weniger Profil, mehr Speed, und natürlich auch bei dem Modell Leichtbau bei den Laufrädern. Wir haben Carbon-Laufräder, haben aber hier einen neuen Felgentyp von Newman, und zwar die SLX A30 Felge, also eine sehr leichte Cross-Country-Trail-Felge, die
aber mittlerweile 30 mm Innenweite hat und den Reifen eben ein schönes, entsprechend dickes Volumen gibt. Sehr viel Traktion, sehr viel Sicherheit, sehr viel Komfort auch. Hier in dem Paket auch wieder Fox Kashima, die 34er Gabel hier mit der Fit 4 Kartusche, also eine Dreifachverstellung an der Front, dasselbe auch am DPS-Dämpfer und hier auch die Transfer-Stütze, alle drei natürlich wieder Factory-Baureihe, also wirklich High-End-Level von Fox in der markanten goldenen Farbe. Hier auch nochmal das Gewicht gedrückt, ein kleines Detail, auch noch, was vor allem die rotierenden Massen schön leicht hält. Wir verwenden hier Aerotan-Schläuche von Schwalbe, also ein ganz neues Schlauchmaterial, sehr leicht, weniger pannenanfällig und vermittelt das Fahrgefühl, das man sonst eigentlich nur wirklich mit einem Tubeless-Setup hat, aber wesentlich einfacher in der Handhabung. Stereo 120, wirklich eine riesen Bandbreite von Tour über Trail, verschiedenste Einsatzkategorien, verschiedenste Materialien, jetzt auch verschiedene Laufradgrößen, für jeden was dabei.